Endlich strahlt uns die Sonne entgegen im dezemberlichen Izu. Im dritten Teil unserer Sightseeing-Tour starten wir bei Shimoda, sehen uns heute ein wenig die Umgebung und ein sehr spezielles Aquarium an. Morgen geht es dann hoch bis nach Cape Ose, mehr oder minder der Nordzipfel der Halbinsel, wo wir uns dann auch von Izu verabschieden. SBK on Tour lädt euch wieder ein mitzukommen. Starten wir mit der Ryugu Sea Cave und deren Umgebung. Sieht aus wie eine echte Piratenbucht. Es ist Dezember, wir sind auf der Izu-Halbinsel. Es sind 11 Grad, fühlt sich mit der Sonne allerdings gerade eher an wie 15, 16 Grad, also total cool. Menschenleerer Strand. So mag ich meinen Dezember. Willkommen im Floating Aquarium in Shimoda. Sicherlich haben einige von euch schon Dutzende Aquazoos besucht. Ich kann nur sagen, dieser hier ist ein wenig anders. Es wirkt hier wirklich, als ob man in einer Hafenanlage ist und nicht in einem touristischen Aquarium. Echt cool. Wer nach der Tierbeschau noch fit ist, kann vom Parkplatz kurzen Weges zu einer tollen Aussichtsplattform gelangen. Jetzt aber Schluss mit Shimoda. Wir starten am nächsten Tag unsere Fahrt nach Norden und halten an den 7 Wasserfällen von Kawazu.
Erdbebensimulation. Weiter geht's nördlich. Wir sind allerdings in einem Tal und müssen die Straße ein paar Meter nach oben. Schaut euch mal diese abgefahrene Brücke an, die uns auf die richtige Höhe bugsieren soll. Hatten wir so noch nie gesehen. Wie ihr hören konntet, sind die Fahrassistenzsysteme Japans mit der Brücke, aber auch mit sonstigen Küstenstraßen etwas überfordert. Naja, nun auch Kawazu und seine Wasserfälle hinter uns, machen wir einen Zwischenstopp zurück an der Westküste im Städtchen Toi. Dort wurde bis Mitte des 20. Jahrhunderts Gold abgebaut. Die alte Mine ist heute eine Touristenattraktion. Neben einem Museum ist ein Teil der alten Stollen begehbar. Empfangskomitee sind eine Horde Koi. Wer will, kann danach sogar für ein Schürfgeld selbst Gold waschen. Und das muss man erwähnen, es handelt sich dabei um echtes Gold. Man braucht Geduld, geht nach 30 Minuten Zeit, aber mit ein paar winzigen Stückchen nach Hause. Die letzte Fuhre, da waren echt noch. Unten, wenn man von unten reinschaut, sieht man es gut. Da. Die letzte Fuhre waren echt 4 Stück drin, sonst keiner mehr. Okay. Crazy. Cool. I'm happy, ich habe Gold, ich habe noch nie Gold besessen. Der restliche Weg entlang der Shizuoka-Route 17 waren landschaftlich, aber vor allem auch fahrerisch ein Erlebnis. Großen Respekt an unsere Fahrerin Pille, die sich durch teils engste einspurige Abschnitte, manchmal sogar mit Gegenverkehr, gearbeitet hat. Erinnere mich teils an meine eigenen abgefahrensten Strecken in den schottischen Highlands.
Am Ende kamen wir jedenfalls in Cape Ose an und genossen unseren letzten Sonnenuntergang auf der Iso-Halbinsel. SBK on Tour sagt danke fürs Zusehen. Wir hoffen, dass wir euch Iso in unseren 3 Videos etwas näher bringen konnten. Wir liebten die Halbinsel und setzen uns vor allem einen erneuten Trip nach Shimoda, dann vielleicht zu einer anderen Jahreszeit, auf die Reise-Bucketlist. Für dieses Mal verabschieden wir uns aber vorerst. Wir steigen nun in einen Flieger nach Okinawa. Man sieht sich.